Enttäuschung, Zorn, Ratlosigkeit. Diese Flüchtlinge versuchen, die geschlossene türkisch-griechische Grenze bei Kastanies zu überqueren. Griechische Sicherheitskräfte verhindern das bisher meist erfolgreich. Junge Migranten attackieren mit Steinen und Rauchgranaten. Polizisten und Militärs antworten mit Warnschüssen, Tränengas und Wasser. Viele Griechen begrüßen die konsequente Abriegelung der Grenze. Gegenüber sind es mehr als 3,5 Millionen Flüchtlinge. Können wir 3,5 Millionen Flüchtlinge in Griechenland annehmen? Nein, bestimmt nicht. In Europa auch nicht. Deswegen müssen wir hier die Grenze nicht nur als Griechen überwachen, sondern auch als Europäer. Die griechische Regierung spricht von einem, weil er von der EU mehr Geld wolle. Besonders irritiert über die Gefahr einer neuen großen Flüchtlingswelle sind Bewohner der griechischen Insel Lesbos. Das Migrantenlager Moria ist jetzt schon mit 20.000 Menschen total überfüllt. Benachbarte Olivenölproduzenten klagen über Vandalismus und Einbruchsversuche junger Flüchtlinge. Es gibt nur eine Lösung. Erdogan muss die Menschen wieder in die Türkei holen, sie schützen und sobald Frieden ist, wieder nach Syrien zurückschicken. Davon ist Erdogan im Augenblick zumindest noch weit entfernt. Die türkisch-griechischen See- und Festlandgrenzen stehen unter immer größerem Flüchtlingsdruck. Menschen, die meist nur eine bessere Zukunft wollen, nicht verstehen, warum ihnen die Europäische Union großteils ablehnend gegenübersteht. Wir wollen uns die Situation ein bisschen genauer anschauen. Besser gesagt, wir lassen. Was in den letzten Tagen passiert ist, ist klar, schmerzlich klar geworden für alle. Die Türkei hat systematisch Zehntausende Migranten und Flüchtlinge dazu verholfen, nach Griechenland zu gelangen. Aber die Türkei ist gescheitert und sie wird auch weiterhin scheitern, wenn sie diese Strategie weiterverfolgt. Das ist nicht mehr länger ein Flüchtlingsproblem, sondern ist ein ganz offener Versuch der Türkei, verzweifelte Menschen zu benutzen, um ihre geopolitische Agenda durchzusetzen und abzulenken von der fürchterlichen Situation in Syrien. Die Zehntausende von Menschen, die versucht haben, in den letzten Tagen nach Griechenland zu gelangen, die kamen nicht aus Idlib, die haben lange Zeit in der Türkei gelebt und viele von denen sprechen fließend Türkisch. Europa lässt sich nicht von der Türkei erpressen in der Flüchtlingsfrage. Wir sind bereit, die Türkei zu unterstützen bei der Bewältigung der Flüchtlingsfrage und bei der Suche nach einer Lösung für die Syrienfrage, aber nicht unter diesen Umständen. Meine Pflicht ist es, die Souveränität meines Landes zu schützen. Gleichzeitig leistet damit Griechenland Europa auch einen großen Dienst. Die griechische Grenze ist die Außengrenze der Europäischen Union und wir werden sie schützen. Griechenland erwartet greifbare Solidarität von der EU. Und ich kann Ihnen sagen, die Anwesenheit des gesamten EU-Führungspersonals hier an der Außengrenze der Union setzt ein eindeutiges Signal. Aber seien wir ehrlich, Europa war nicht in der Lage, die Migrationskrise zu lösen. Ich hoffe, die jetzige Krise ist jetzt ein Weckruf für uns alle. Wir wissen, wer nach Europa kommt. Das müssen wir gemeinsam europäisch machen. Dafür braucht es Unterstützung der Anrainerstaaten, insbesondere Griechenlands. Wir müssen dafür sorgen, dass ganz klar ist, wir brauchen einen neuen europäischen Verteilmechanismus. Man muss aber auch sagen, ganz offenbar ist es nicht so, dass alle europäischen Länder dazu bereit sind. Deswegen. Wir brauchen eine Allianz der Willigen. Dafür muss die deutsche Bundesregierung sorgen und dafür kann Frau von der Leyen sorgen von europäischer Ebene aus. Die Kapazitäten in Deutschland. Viele Kommunen haben sich längst bereit erklärt, wir können
sofort 5.000 Menschen aufnehmen, insbesondere natürlich Kinder, unbegleitete Minderjährige, Frauen, Kranke. Das ist möglich. Wenn man sich die Situation auf den griechischen Inseln anschaut, dann weiß man, wir müssen hier sehr, sehr schnell handeln und von dort Menschen aufnehmen. Die Frau Bundeskanzlerin hat in der Vergangenheit immer wieder unterstrichen, dass sich eine Situation wie im Jahr 2015 nicht wiederholen darf. Der von vielen beklagte Kontrollverlust bei der Einwanderung nach Deutschland und Europa ist eine Mahnung, eine solche Situation nicht erneut sich ereignen zu lassen. Es darf keinen Kontrollverlust bei der Einwanderung nach Europa geben. Gleichzeitig stehen wir aber einer humanitären Verantwortung. Wir fordern einen Sondergipfel der EU-Regierungschefs zur Situation in Syrien und an der türkisch-griechischen Grenze. Es muss jetzt eine klare, abgestimmte europäische Position geben. Europa muss mit einer Stimme zu Herrn Erdogan sprechen und Europa muss Verantwortung im Gespräch mit Russland und der Türkei übernehmen, um die Situation in Syrien zu befrieden, mindestens zu stabilisieren, um menschliches Leid zu verhindern. Erdogan setzt Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen ein, um seine politischen Ziele gegenüber der Europäischen Union zu erreichen. Seine Politik in Syrien mit militärischer Intervention ist gescheitert. Jetzt fehlt ihm aus unterschiedlichen Gründen das Geld und nun soll Druck auf Europa aufgebaut werden. Darauf darf man sich nicht einlassen. Wir fordern erstens, den Menschen dort zu helfen, wo sie sind, also nahe der Krisenregion. Da müssen wir auch zusammen mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen mehr Verantwortung übernehmen. Wir dürfen auch Griechenland, anders als in der Vergangenheit, nicht allein lassen. Was der griechische Staat braucht, personell, logistisch, finanziell, das sollten wir ihm als Europäerinnen und Europäer, auch als Deutsche, gewähren. Zweitens, es muss eine klare Kommunikation geben, dass wer nach Europa kommt, nicht mit dauerhaftem Aufenthalt bei uns quasi automatisch rechnen kann. Die Grenzen werden nicht einfach geöffnet, sondern Europa muss selbst die Kontrolle behalten, wer kommen kann, wer bleiben darf und bei wem wir diese Möglichkeit eben nicht eröffnen wollen. Das, was die Grünen jetzt vortragen, einfach Grenzen zu öffnen und unsere Flüchtlingsinfrastruktur der letzten Jahre wieder zu reaktivieren, halten wir für ein falsches Signal. Das würde erst recht erlauben, dass der türkische Staat und Herr Erdogan Druck auf Millionen Menschen, die sich in der Türkei aufhalten, ausüben können, mit dem Hinweis, da schaut, die haben sich ja schon auf euch eingerichtet, macht euch auf den Weg. Ja, und zum Dritten muss es eine klare Sprache gegenüber der Türkei geben. Wenn Herr Erdogan sich an gegebene Zusagen und Verabredungen nicht hält, kann es mit ihm keine Kooperation geben. Dann kann es insbesondere auch keine Mittel der Europäischen Union mehr an Hilfsorganisationen, die in der Türkei tätig sind, oder gar an den türkischen Staat selbst geben. Kooperation setzt Gegenseitigkeit voraus. Wir dürfen nicht erpressbar sein, sondern müssen in der Lage sein, unsere Grenze dann auch selbst zu kontrollieren, wenn man sich auf Herrn Erdogan nicht verlassen kann. Was wir hier sehen, ist die sozusagen Kapitulation der Migrationspolitik von Frau Merkel, sich abhängig zu machen von einem, man muss schon sagen, orientalischen Despoten, als der Erdogan sich immer mehr gezeigt hat. Die entscheidende Politik, die Sicherheit über die eigenen Grenzen zu kontrollieren, wer ins Land kommt und wer nicht, an so jemand auszulagern und sich davon abhängig zu machen, das wäre, kann man wohl sagen, den Kanzlern vorher nicht passiert. Das ist ein entsetzliches Versagen, was wir hier sehen. Wie das jetzt noch irgendwie einzudämmen ist, man kann sich darauf nicht verlassen. Wenn er irgendwelche sozusagen nachvollziehbaren Rechnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen vorlegen kann und man das nachvollziehen kann, kann man sicher, damals in Libanon hat man das nicht rechtzeitig gemacht, die Flüchtlingslager zu unterstützen, kann man da vielleicht helfen, aber man darf sie nicht erpressen lassen, was das angeht. Und das Entscheidende ist, dass die deutsche Politik zur Grenzkontrolle an den eigenen Grenzen zurückfindet, wenn es gar nicht mehr anders geht, dass da ein System ist, rechtsstaatlicher Art, wie in allen anderen Nationen dieser Welt, dass es nicht möglich ist, dass Monat für Monat über 10.000 Leute hier ins Land kommen, was immer noch der Fall ist. Das können Sie an den Statistiken sehen. 60-80% große Anteile ohne Pass, einfach nur mit dem Wort Asyl auf den Lippen, ist immer noch der Fall. Es gibt es nirgendwo und nur deswegen sind wir erpressbar.
Also hier müssen wieder Grenzen in einer Art und Weise kontrolliert werden, wie das andere Länder auch machen. Da gäbe es diesen Migrationsdruck ja gar nicht. Sie können das in internationalen Veröffentlichungen sehen. Mit die weltgrößte, wie heißt die in USA, Umfrageunternehmen Gallup war es wohl, hat mal untersucht in den Entwicklungsländern, was sind denn die beliebtesten Länder überhaupt, und da kommen wir gleich schon nach USA in der Welt. Das war überhaupt nicht der Fall, das kleine Deutschland. Also wir sind sozusagen Hauptwunschgebiet für Migrationsströme der Welt, und dafür ist Frau Merkel verantwortlich, für diesen Migrationsdruck. Das ist das eine, weil sie die Grenzen schon mal geöffnet hat. Jetzt noch Deal mit Erdogan. Und was macht der Erdogan denn? Der geht jetzt mit, wenn er das sozusagen seine Funktion erfüllt, mit Tränengas und Knüppel gegen die Flüchtlinge vor. Also alles das, was Merkel ja angeblich vermeiden wollte, ist ihr völlig egal, wenn das unten so ein Despot macht, mit den Leuten so umgeht. Also geht es ihr gar nicht um die Flüchtlinge in Wirklichkeit. Das ist eine total verfahrene Politik, die sie da gemacht hat. Das war ja abzusehen, und wir haben immer darauf hingewiesen, dass dieser sogenannte Erdogan-Deal eben das Potenzial der Erpressung beinhaltet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Merkel das nicht gewusst hat. Sie hat sich also wissentlich in diese Situation begeben. Und der Hintergrund ist vermutlich, dass Deutschland multikulturell umgestaltet werden soll. Sie erkennen das ja auch daran, dass nicht abgeschoben wird und dass sie also diese Situation, wie sie jetzt ist, auch gewollt hat. Das muss man ihr einfach unterstellen, weil die Politik nichts getan hat, um das zu verhindern. Und wenn wir viele, viele andere Handlungen auch von Merkel sehen, da kommen wir zu keinem anderen Schluss, als dass sie wollte, dass das genau so gekommen ist. Denn Erdogan ist in seiner Unberechenbarkeit natürlich berechenbar. Man kann also sich auf ihn nicht verlassen, und das war von vornherein klar. Und dass Erdogan hier ein Potenzial aufbaut, um also dann von der EU noch mehr Gelder zu bekommen, war auch völlig klar. Und im Zusammenhang auch mit Syrien ist zu sehen, wie dann unberechenbar diese Politik auch ist. Und insofern ist die Situation, die jetzt hier eingetreten ist, ganz klar Merkel zuzurechnen.